Im Karoo-Highlands Game Reserve in Südafrika bringt eine Löwin mitten in der harten Trockenzeit ihr erstes Junges zur Welt. Die beiden Löwenjungen wurden schwach und zitternd geboren, aber ihr erstes Brüllen war noch schwach zu hören. Der Mutterinstinkt kommt bei der Löwin allerdings nicht zum Vorschein, sie verlässt das Tier sofort nach der Geburt. Die Löwenjungen, später Rudo und Sana genannt, lagen zusammengerollt da und bekamen keinen Tropfen Milch. Das Tierschutzpersonal entdeckte die beiden Jungen und brachte sie schnell in die Intensivstation. Rangerin Nora, die seit 7 Jahren in der Karoo lebt, übernachtete bei den beiden Löwenjungen. Ihre Kollegin Tessa überprüft stündlich die Temperatur und Herzfrequenz ihrer beiden kleinen Kinder. Rudos Atmung war schwach, Sanas Augen waren geschlossen, ihre beiden Überlebenshoffnungen schienen am seidenen Faden zu hängen. Experten versuchten es mit Milchaustauscher, doch das Verdauungssystem des Löwenjungen reagierte nur schwer auf die künstliche Säuglingsnahrung. Nora wusste, ohne eine richtige Pflegemutter würden sie keine 3 Tage durchhalten. Das gesamte Schutzgebiet hielt eine Krisensitzung ab, um nach einer endgültigen Lösung für das Leben der beiden zerbrechlichen Kreaturen zu suchen. Tessa erinnerte sich an eine alte Geschichte über einen Hund, der ein Leopardenjunges aufzog und beschloss, etwas Wagemutiges zu versuchen. Sie suchten in der Gegend nach säugenden Hunden und erhielten nur eine Antwort. Eine Familie 20 Kilometer von der Karoo entfernt berichtete, dass ihre deutsche Schäferhündin Mila Junge zur Welt gebracht habe, die Welpen seien allerdings tot geboren worden. Ohne zu zögern stieg Nora ins Auto und fuhr noch in derselben Nacht los, mit der letzten Hoffnung für Rudo und Sana in der Hand. Die 8-jährige Mila ist gesund, hat scharfe Augen und ist seit ihrer Kindheit als wählerisch gegenüber Katzen bekannt. Milas Besitzerin versuchte, ein Kätzchen zu adoptieren, aber es bellte, ging ihr aus dem Weg und war ungewöhnlich nervös. Tessa sah Mila aus der Scheune treten und vermutete sofort, dass ihre Hoffnungen vielleicht zu kühn waren. Als Mila jedoch das Stück Stoff, das nach Rudo und Sana roch, zum Riechen bekam, leckte sie es nur einmal langsam ab. Am nächsten Morgen brachten sie Mila zurück ins Tierheim. In den Augen des alten Hundes war keine Vorsicht mehr zu sehen. Als Mila den Pflegeraum betrat, hielt Nora ihre Leine fest, bereit einzugreifen, falls sie schlecht reagierte. Rudo und Sana schliefen zusammengerollt in ihren Betten, ihr Fell stand vor Kälte zu Berge, und sie atmeten unregelmäßig. Mila kam näher, schnüffelte herum, legte sich dann plötzlich hin und zog die beiden Löwen sanft an sich heran. Alle hielten den Atem an, Nora drückte ihre Hand, Tessas Augen füllten sich mit Tränen, Rudo begann zu saugen. Sana zögerte noch immer, aber Mila drehte ihren Kopf und leckte leicht ihren Nacken, als Antwort begann sie zu saugen. Ein magischer Moment der Stille, nur das leise Atmen und sanfte Saugen hallte in dem kleinen Holzraum wieder. Sie akzeptiert sie, rief Tessa und wandte sich dann schnell ab, um sich eine plötzlich aufsteigende Träne abzuwischen. Mila leckte jedes Ohr und drückte sie vorsichtig an ihren Bauch, als wären sie ihre verlorenen Kinder. Von diesem Tag an wich Mila ihren beiden Löwen nicht mehr von der Seite, sie beschützte sie, als wären sie das Heiligste im Leben. Rudo und Sana haben offiziell eine neue Mama, keine Löwin, aber eine mutige. Mila kümmerte sich mit einer Hingabe um die beiden Löwen, die sich nicht von der einer erwachsenen Löwin unterschied. Sie leckt den Schlamm, den Kot und sogar die überschüssige Milch sauber, die jedes Mal an ihren Schnauzen klebt, wenn sie satt sind. Obwohl sie 4-mal pro Nacht aufwachen musste, wenn Rudo sich daneben benahm, hat Mila kein einziges Mal gebellt oder gejammert. Sana kuschelt sich im Schlaf oft an Milas Bein, als suche sie Schutz vor der Wärme und dem Herzschlag ihrer Mutter. Rudo knabberte gern an Milas Ohr, einmal blutete es leicht, aber Mila schaute nur hin und leckte es liebevoll zurück. Jeden Morgen läuft Mila im Käfig umher und stupst die beiden Kinder mit ihrer Schnauze an, als wolle sie sagen, es ist Zeit, wach auf. Die 3 lagen normalerweise im Schatten eines Akazienbaums, Mila in der Mitte, die beiden Löwen zusammengerollt auf beiden Seiten. Wir haben keinen Löwen mehr, wir haben 3 Hunde mit derselben Mutter, scherzte Nora. Sana lernte, wie sie Mila seine Krallen vorenthalten konnte. Jedes Mal, wenn er zu heftig zuschlug, drehte Mila den Kopf und leckte ihm über die Stirn, als wolle sie ihm eine Lektion erteilen.
Sowohl Rudo als auch Sana wuchsen überraschend schnell, sie aßen gut, säugten gut und begannen, mit großen Baumwurzeln zu spielen. Tessa setzte sich oft hin, um in ihr Tagebuch zu schreiben: Ich habe noch nie einen Hund mit einer so grenzenlosen Mutterliebe gesehen wie Mila. Früher bellte Mila wild, wenn sie einen großen Löwen sah, jetzt knurrt sie leise, um ihr Junges zu beschützen. Aus Milas Liebe wurde ein Instinkt, der zur Identität wurde, eine Mutter einer anderen Spezies, aber im Herzen derselben Artikel. Milas Geschichte verbreitete sich im gesamten Schutzgebiet, Besucher kamen nur, um die Löwenmutter zu sehen. Doch die Zeit verging, Mila begann langsamer zu gehen, ihre Atmung wurde schwerer und sie unternahm mit ihrem Kind keine langen Spaziergänge mehr. Rudo und Sana wiegen jetzt fast 60 Kilo, haben dickes Fell, scharfe Krallen und beginnen, Überlebenstechniken zu erlernen. Mila hatte nicht mehr die Kraft, ihm nachzulaufen, sie konnte nur im Schatten eines Baumes liegen und aus der Ferne zusehen. Nora und Tessa beschließen, es ist Zeit, Mila ruhen zu lassen, damit sie den Rest ihres Lebens in Frieden verbringen kann. Am Tag der Trennung weigerte sich Rudo, den Käfig zu verlassen. Er knurrte leise und scharrte mit den Hufen, als würde er gegen etwas protestieren, das gerade passierte. Sana ging um Mila herum, rieb ihr den Kopf und blieb stehen, ihre Augen wie die eines Kindes, das im Begriff ist, seine Mutter zu verlassen. Mila leckte jedem von ihnen über die Stirn und drehte dann mehrmals den Kopf, als sie mit Nora ins Auto stieg. Tessa sagte, dieser Hund hat seine verbleibende Jugend eingetauscht, damit diese beiden Löwen leben konnten. Mila kehrte in ein Holzhaus am Rande der Stadt Grafreine zurück, wo sie für jede Mahlzeit gesorgt wurde. Sie blieb bei Bewusstsein und blickte gelegentlich zur Tür auf, wenn sie ein vertrautes Geräusch hörte, als hoffte sie, ihr Kind würde zurückkehren. Rudo und Sana wurden in einen größeren Trainingsstall gebracht, wo sie das Jagen, Klettern und Beobachten von Beute lernten. Sie waren aggressiver und reagierten stärker auf andere Tiere, aber immer noch sanft, als sie Noras grünes Fell sahen. Tessa erzählte neuen Gästen oft von Mila, aber niemand glaubte ihr, bis sie das echte Lecken auf Zanas Wange sahen. 2 Jahre vergingen, Mila war alt und schwach, ihre Beine zitterten, aber das Herz ihrer Mutter schlug immer noch kräftig. Und dann, eines Tages im Oktober, beschloss Nora, Mila zurück in die Karoo zu bringen, um zu sehen, wie es ihr ging. Niemand weiß, was passieren wird. Werden sich die beiden Löwen an ihre Mutter einer anderen Art erinnern? An dem Tag, als Mila zurückkehrte, wurde das Reservat sorgfältig vorbereitet und Ranger hielten rund um Rudos und Sanas Käfigbereich genau Ausschau. Nora führte Mila sanft durch das Tor, ihre Hände zitterten vor Aufregung, während Tessa wortlos das Walkie-Talkie umklammerte. Rudo und Sana standen auf dem hohen Hügel und blickten in die Ferne, sie hatten noch nicht bemerkt, wer sich näherte. Der Wind änderte die Richtung, Mila hob den Kopf und roch einen vertrauten Geruch, plötzlich wedelte sie mit dem Schwanz und ging schneller. Sana war die Erste, die es bemerkte, es hielt inne, riss die Augen auf, knurrte dann plötzlich und tauchte ab. Rudo folgte ihm und rannte, als würde er aus einer tief vergrabenen Erinnerung an seine 2 Jahre als Kind hervorbrechen. Nora rief, haltet das Tor! Doch Mila blieb furchtlos stehen und wartete mit den Augen auf das Unvermeidliche. Sana rannte herbei, ohne drohend zu knurren, er vergrub seinen Kopf in Milas Nacken und rieb ihn immer wieder. Rudo wurde langsamer, legte sich dann auf den Boden und leckte Milas Füße wie ein verlorenes Kind, das nach seiner Mutter sucht. Der Anblick machte die Ranger sprachlos, kein Angriff, nur leises Wimmern und wildes Schwanzwedeln. Mila leckte ihnen beiden über die Wange, ihr Schwanz wedelte leicht, ihre Augen waren halb geschlossen, als hätte sie einen Tag lang nicht verlassen. Sana lag neben Mila, ihr Kopf ruhte auf dem Rücken ihrer Mutter, während Rudo Wache hielt und seine Augen in alle Richtungen blickte, als wolle er Mila beschützen. Tessa brach in Tränen aus, sie erinnern sich noch. Schließlich betrachten sie dich immer noch als ihre Mutter. Mila lag furchtlos zwischen 2 riesigen Löwen, als wären sie nie getrennt gewesen. Unter der Nachmittagssonne der Karoo treffen sich 3 Kreaturen unterschiedlicher Arten, wo Liebe kein Blut braucht. Ein Forscherteam der Universität Kapstadt kam sofort, um dieses seltsame Phänomen aufzuzeichnen.
Sie machten Fotos und Videos und maßen Rudos und Sanas Cortisolspiegel sowie ihre neurologischen Reaktionen in der Nähe von Mila. Die Ergebnisse zeigten, dass der Kontakt die Löwen nicht stresste, sondern ihre Herzen stabiler als normal machte. Das ist kein instinktiver Reflex, sagt ein Säugetierbiologe, es ist eine echte Erinnerung und Emotion. Dass Hunde Löwenjunge adoptieren, kommt schon selten vor, aber dass zwei erwachsene Löwen ihre Mutter wiedererkennen, kommt fast nie vor. Das gesamte Forschungsteam bezeichnete dies einstimmig als einen seltenen Fall anhaltender artenübergreifender Mutterschaft in der Natur. Die Daten und Bilder werden auf einer internationalen Naturschutzausstellung mit dem Titel Liebe jenseits des Instinkts gezeigt. Mila wurde dann nach Hause geschickt und verbrachte den Rest ihres Lebens in Frieden, dürfte ihr Kind jedoch jedes Jahr wieder besuchen. Obwohl Rudo und Sana zu Spitzenprädatoren wurden, waren sie sanft, als sie neben dieser kleinen Gestalt lagen. Bei Karuhi Glanz ist jeder davon überzeugt, Mila ist mehr als nur ein Hund, sie ist eine Mutter im wahrsten Sinne des Wortes. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.